Die PlayStation 2 ist für viele die beste Konsole aller Zeiten. War sie doch verantwortlich für den Durchbruch des Gamings in den Massenmarkt und brachte viele Titel hervor, die heute als Klassiker gelten. GTA schaffte hier seinen Durchbruch. Metal Gear setzte mit Teil 3 einen neuen Meilenstein in seinem Storytelling. Need for Speed schaffte, dass Street Racing in aller Munde war und das Jump'n'Run-Genre feierte hier zum letzten Mal Mainstream-Erfolge. Dabei waren es 3 Exklusiv-Franchises, die dieses Genre für die PlayStation 2 geprägt haben. Sly Cooper von Sucker Punch Productions, Ratchet & Clank von Insomniac Games und Jak and Daxter von Naughty Dog. Und in diesem Video befassen wir uns mit letzterem und erklären, wieso das Spiel heute noch Leute mit wohliger Erinnerung daran zurückdenken lässt. Der Erfolg kam dabei nicht ganz unerwartet. Er schuf Naughty Dog mit Crash Bandicoot bereits Jahre vor einen Meilenstein des Jump'n'Run-Genres. Innerhalb von nur 3 Jahren warf Naughty Dog auf der PlayStation 1 alle Serienableger auf den Markt und zementieren sich als Jump'n'Run Kings. Während der Entwicklung des Kart Racers Crash Team Racing wurde sich Naughty Dog aber klar, dass man den Beuteldachs nach Vollendung des Spiels weggeben muss, um sich größerem widmen zu können. Der Grund hierfür war das Resultat einer sich verschlechternden Beziehung zum Rechteinhaber Universal. Denn seht, obwohl Naughty Dog als Entwickler der Crash-Spiele bekannt ist, gehört die eigentliche Marke Universal. Naughty Dog hat Jahre vorher bei Universal einen Vertrag über 3 Spiele unterschrieben, unter dem die Crash-Spiele entstanden sind. Dieser Vertrag war nun aber abgelaufen. Der Kartableger entstand auch nur, weil Sony sich um das Rechtliche mit Universal gekümmert hat. Wäre es nur an Naughty Dog gelegen, wäre dieses Spiel nie erschienen. So sagt der Co-Gründer Jason Rubin zu der Geschäftsbeziehung: Unsere Beziehung zu Universal hat einen Punkt erreicht, an dem wir nicht mehr Crash Bandicoot Spiele entwickeln können, weil es finanziell keinen Sinn mehr machte. Sony bezahlte die Spiele, Mark Cerny, welcher viel für den Erfolg von Crash Bandicoot getan hat, war nicht mehr bei Universal angestellt und Naughty Dog war ganz alleine zuständig für die Programmierung. Und Universal saß einfach nur auf der Marke und wollte nur die Lizenzgebühr für sich haben, sowie sich im Erfolg der Spiele baden und war allgemein einfach ein schwieriger Partner. Ein Beispiel für diesen schwierigen Partnerteil ist die Tatsache, dass Naughty Dog, nachdem sie sich während der Entwicklung von Crash 3 entschieden hatten, ihren Vertrag bei Universal nicht zu erneuern, das Spiel in den Gängen des Universal Studios fertig programmieren mussten. Natürlich war es ihnen auch bewusst, dass es eine Frechheit ist, aber Universal bestand auf einen Weihnachtsrelease, weshalb auch die Suche nach neuen Büroräumen nicht möglich war. Nicht, wenn man bereits tägliche Crunchzeiten von 6 bis 20 Stunden ohne irgendwelche Wochenenden hat. Auf eine Klimaanlage außerhalb der Bürozeiten mussten sie dafür auch verzichten. Los Angeles ist ja bekannt dafür, im Sommer super kühl zu sein. Das Universal Management wollte sie laut eigener Aussage einfach brechen. Irgendwann haben sie einfach eine Klimaanlage als Mini-Kühlschrank getan und sich so etwas Abkühlung verschafft. Weil eine eigene Klimaanlage durften sie sich ebenfalls nicht aufstellen. Man brauchte also eine neue IP. Und die Heimat für diese komplett neue IP sollte die lang ersehnte PlayStation 2 werden. 1999 zeigte die originale PlayStation bereits ihr Alter und der Hype für die Nachfolgekonsole war riesig. Weshalb man kurzerhand jemanden nach Japan geflogen hat, um von Sony eine Entwicklerkonsole zu besorgen. So gelangte das allererste PlayStation 2 Entwicklungskit nach Nordamerika, um endlich Crash Mania hinter sich zu lassen, um ein komplett neues Spiel zu entwickeln. Und dieses Spiel erhielt den Codenamen Project Y oder wie ihr es besser kennt, Jak and Daxter, The Precursor's Legacy. Beflügelt von der Tatsache, dass man auf der PlayStation 1 jahrelang professionell qualitativ hochwertige Spiele immer pünktlich veröffentlicht hat, stellte man sich auch gleich ambitionierte Ziele für Jak and Daxter. So soll das neue Spiel ein komödiantisches Jump'n'Run werden, welches keine erkennbaren Ladezeiten besitzt, sobald man das Hauptmenü verlässt. Gleichzeitig sollte es aber ebenfalls möglich sein, den Weg, den man als Spieler gemacht hat, zu jeder Zeit klar vor Augen zu haben, sodass man selbst Stunden später noch immer das Startdorf erkennen kann. Zwar war die PlayStation 2 damals stark genug, dass sie als Supercomputer für den Irak dienen kann, aber so stark war sie dann doch nicht, dass sie solch eine grafische Qualität ohne Tricks erreichen kann. Um diese ambitionierten Ziele zu erreichen, stellte man deshalb gleich zu Beginn 2 Mitarbeiter ab, um an Project Y zu arbeiten. Man war ja noch mit Crash Team Racing beschäftigt. Sobald man das Spiel fertig hatte, wurden daraus 35 Entwickler. Es ist übrigens gar nicht mal so ungewöhnlich, dass Studios die Vorproduktion mit einem kleinen Team durchführen. Und hier musste ja auch erstmal eine eigene Engine gemacht werden. Was hätte hier zum Beispiel eine komplette Grafikabteilung genutzt, die nach ein paar Monaten gesagt bekommen hätten, Project Y wird doch nicht umgesetzt. Viele Studios machen während der Entwicklung den Fehler, viel Zeit in Dinge zu stecken, die irrelevant sind und verschwenden so viel Zeit und Ressourcen. Damit Naughty Dog nicht ebenfalls davon betroffen ist, machten sie zur Entwicklungsstart eine Liste mit Punkten, von denen sie glaubten, sie seien essentiell für ihr Spiel, wie die erwähnten fehlenden Ladezeiten und fokussierten sich dann darauf, diese Dinge zu implementieren. Außerdem verfolgte Naughty Dog einen eher ungewöhnlichen Ansatz der Planung. Während große Firmen oft versuchen, komplexe Zeitpläne einzuhalten, war der Plan für Jak and Daxter sehr grob gehalten. Außer es waren Aufgaben, die unmittelbar anstanden, wie zum Beispiel den Hintergrund eines Levels zu designen.
Wenn man den Meilenstein nicht erreicht hat, hat man die Ursachen analysiert und die Pläne entsprechend angepasst. Vielleicht wurde der Umfang kleiner gemacht oder jemand anderes wurde auf die Arbeit der Person angesetzt, die jetzt länger braucht. Oder die jeweilige Person hat Unterstützung gekriegt. Die Erfahrung, die das Team durch die Crash-Spiele gewonnen hatte, war auch nur begrenzt hilfreich. Früh stellten sie fest, dass die ursprüngliche Zeitplan viel zu straff war und man den Aufwand für eine neue Konsole zu entwickeln unterschätzt hatte. Der anschließende Verzicht auf eine langfristige Planung sorgte dafür, dass sie auf ständige Neuplanung weitgehend verzichten konnten und so wiederum etwas Zeit eingespart haben und die Demotivation durch ständige überzogene Deadlines abhalten konnten. Aber jetzt genug mit Projektmanagement. Was musste überhaupt erschaffen werden? Und für die Entwicklung einer komplett neuen Spielengine sollte eine auf Lisp basierte Programmiersprache herhalten, welche vom leitenden Entwickler Andy Gavin im Alleingang für Jak and Daxter erstellt wurde. Diese Programmiersprache trägt den Namen Goal und dieses Goal sollte später auch die Sprache für alle Jak and Daxter Teile von Naughty Dog werden. Der Grund hinter einer neuen Engine und Programmiersprache war einfach und an sich auch großartig. In Crash Bandicoot mussten die Entwickler jedes Mal, wenn sie Änderungen am Code machten, diesen kompilieren, auf das Dev-Kit spielen, dieses dann rebooten und dann durch den Level spielen, um zu sehen, ob alles so funktioniert wie gedacht. Dieser Prozess dauerte dabei immer über eine Viertelstunde. Ich bin auch ganz ehrlich, ich bin kein Entwickler und ich habe das meiste, was ich mir in Bezug auf Goal anlesen wollte, nicht verstanden. Aber mittels der eigenen Entwicklungsumgebung konnten Änderungen am Spielcode während das Spiel läuft gemacht werden, sodass die Änderungen schnell und einfach ohne irgendwelche Neustarts und sonstige Sachen getestet werden konnten und wodurch die 15 Minuten auf eine Sache von Sekunden gekürzt wurde. Das Problem dabei? Goal war schlecht. Zumindest in gewissen Bezügen. Während manche Goal als revolutionär bezeichnen, hatte es rückblickend doch auch Probleme bereitet. Weil die Entwicklung von der Engine nur von Andy Gavin gemacht wurde, verstand auch nur er sie zur Gänze, was bedeutet hat, dass jede Optimierung, Verbesserung oder auch Bugfix durch ihn entstanden sind und es so zu einem riesigen Entwicklungsengpass wurde. So brauchte er über ein Jahr, um den Compiler fertig zu entwickeln. Ein Jahr, in dem die anderen Programmierer mit fehlenden Funktionen, Bugs oder einfach mit unerklärlichem Verhalten zurechtkommen mussten. Ebenfalls war es zwar hilfreich, Code on the fly zu ändern, aber dabei fiel auch viel Datenmüll an, der Speicher belegte. Irgendwann war dieser voll, weshalb ein automatischer Prozess gestartet wurde, um diesen Müllcode zu entfernen. Dieser war aber langsam und während dieser Zeit war der Compiler auch voll ausgelastet, sodass dieser nicht mehr reagiert hat. Derselbe Compiler, der wie alle anderen Tools auch über das interne Netzwerk lief und mit Geschwindigkeiten, bei denen Bandbreitenprobleme auftraten. Es gibt nichts Schöneres, als ein paar Minuten warten zu müssen, nur damit ein Programm festgestellt hat, dass es nichts neu zu berechnen gibt. Und zu guter Letzt das nicht zu verachtende Problem, wer von euch hat jemals von Lisp gehört? Während C++ vermutlich für die meisten Amateurprogrammierer ein Begriff sein dürfte, ist Lisp deutlich exotischer, weshalb die Anwerbung von weiteren Programmierern deutlich erschwert wurde. Und selbst wenn man diese gefunden hatte, musste man ihnen noch die Naughty Dog interne Goal-Variante anleihen, welche dann auch nur für die Jak and Daxter-Reihe verwendet wurde. Diese großen Ambitionen gepaart mit den ganzen Problemen führten dazu, dass Naughty Dog relativ spät mit der Programmierung des Gameplays beginnen konnte, was bestimmt das eine oder andere graue Haar bei den Designern verursacht hat, welche Levels und Kreaturen gemacht haben, ohne testen zu können, ob diese überhaupt gut zum Gameplay passen. Diese Künstler hatten aber auch abseits davon keine schöne Zeit während der Entwicklung. Während man für sie zwar Tools geschrieben hat, waren viele von ihnen kompliziert in der Anwendung oder sie wurden gebraucht, aber nie entwickelt, weil man oftmals erst dann wusste, dass sie gebraucht wurden, als man schon fertig war. Außerdem wurden bestehende Werkzeuge teils nicht gut ausgearbeitet, weil wenn sich die darunterliegende Technologie noch geändert hätte, wäre die gesamte Optimierungszeit verloren gewesen, was leicht passieren hätte können, da die Engine ja nebenher entwickelt wurde. Der Rückstand in der eigentlichen Programmierung des Spiels schlug sich nun einmal durch. Beispielsweise war die Anzeige für kollidierende Geometrie nicht ideal oder aus Flexibilitätsgründen wurden Plugins der 3D-Modellierungssoftware so programmiert, dass man mit Textparametern Eingaben gemacht hat und das Resultat bekam man anschließend ebenfalls in Textform zurück, welche auch manchmal kryptisch sein konnten. Das ist nicht ideal für Leute, deren Job es ist, Künstler und nicht Programmierer zu sein. Stellt euch einfach vor, ihr müsst euren PC per Eingabeaufforderung steuern. Und viele von euch wisst nicht einmal, wie ihr ihn abschalten könntet. Ich bin ganz ehrlich. Dieser Teil des Videos hat meine Stimmung gehörig verschlechtert. Besonders wenn man hört, dass Crunch normal zu dieser Zeit war und bestimmt auch hier zum Einsatz kam, sollte Naughty Dog für die Entwicklung von The Last of Us 2 Jahre später deswegen in Kritik kommen. Es wurde damals vermutlich einfach nicht nach außen getragen. Naja. Trotz dieser Probleme und Missstände entwickelten die Mitarbeiter von Naughty Dog Dinge wie mehrere komplexe Level-of-Detail-Schemas, welche in ihren Ursprung in Crash Team Racing hatten, aber für Jak and Daxter noch weiter ausgebaut wurden. Diese hatten die Aufgabe, die Polygone der Spielwelt immer weiter zu vereinfachen, je weiter man vom Objekt entfernt ist. Ist das Gebiet nicht relevant, wird es einfach durch eine grobe Annäherung ausgetauscht, sodass die PS2 nicht ins Straucheln gerät.
Dabei mussten die Künstler sehr spezifische Richtlinien befolgen, damit die Renderer damit zurechtkommen. Hier sehen wir beispielsweise die verschneiten Gipfel als eine Ansammlung von Steinen mit weißer Schneetextur, das Lurkerbecken oder zumindest das komische Lurkerobjekt in der Mitte, sowie den Dschungel und die Nebelinsel, wie sie vom letzten Areal her zu sehen sind. Wie schon bei der Arbeitsplanung war Flexibilität über die gesamte Entwicklung ein Thema. Jak and Daxter wurde weltweit veröffentlicht, darunter in Territorien, die das 50 Hz PAL-Fernsehsignal verwenden wie Europa und Territorien, die das 60 Hz NTSC-Signal verwenden wie die USA und Japan. Wäre jetzt also zum Beispiel die Beschleunigung eines Objektes an die Framerate gekoppelt gewesen, wäre das Objekt in der NTSC-Version nach einer Sekunde deutlich schneller gewesen. Dies ist vielleicht heute in Zeiten von Multiplattform-Titeln, unterschiedlichen Grafikoptionen auf Konsolen und stark variablen Frameraten auf dem PC selbstverständlich, aber diese Art der Programmierung war damals gar nicht mal so untypisch. Die PlayStation Mini-Konsole stand zum Beispiel deswegen in der Kritik, weil manche Spiele als PAL-Versionen vorhanden waren, die langsamer als ihre NTSC-Vertreter waren. Wie eigentlich in jeder Entwicklung unterliefen die einzelnen Spielelemente diverse Iterationen. So hieß Jak zwischenzeitlich Boxman und auch sein Aussehen war teilweise sehr unterschiedlich zu dem, was wir heute kennen. So hatten einige Konzeptzeichnungen einen Look, der deutlich an Tieren angelehnt ist, während seine Kleidung eher an amerikanische Ureinwohner erinnert hat. Irgendwann fiel die Aufgabe der Charaktererstellung an John Kim, welcher ein Design schuf, welches er Bam nannte. Und dieser Bam sollte dann im Anschluss irgendwann einmal der Jak werden, den wir heute kennen. Daxter durchlief ebenfalls diverse Designphasen und auch hier wurden verschiedene Tierarten durchprobiert. Darunter auch diese Wiesel-ähnliche Kreatur, welche dann in Zusammenarbeit von Zembilas, Raffai und Rob Titus zu dem Daxter wurde, den wir heute kennen. Nur für Daxter selbst war aber allgemein während der Entwicklung eine prominentere Rolle vorgesehen gewesen. So sollte er in der Lage sein, von der Schulter zu hüpfen und Sachen zu machen. Ebenfalls wie die Fahrzeuge, welche man zwar in das Spiel reinquetschen konnte, aber im fertigen Spiel nur in den dafür extra abgetrennten Bereichen. Aber kommen wir nun zum Spiel selber. Was wurde dort entwickelt? Nun, das Spiel beginnt mit einem Monolog des Herrschers des grünen Ecos Samus, der die grundlegende Lore etabliert. Wer waren die Precursor? Warum erschufen sie die riesigen Monolithen, die überall auf unserem Planeten verstreut sind? Wie haben sie das Eco bezwungen, die Lebensenergie dieser Welt? Was war ihr Plan und wieso verschwanden sie? Fragen über Fragen, die das Spiel insgesamt schuldig bleibt und zum Teil erst in den Nachfolgespielen geklärt werden. Es ist ein einfacher Monolog, der dann aber überblendet zu diesen zwei Figuren, Jak und Daxter, die sich entgegen der Anweisung von Samus auf zur Nebelinsel schleichen, um Blödsinn anzurichten. Dort treffen sie auf diese zwei Gestalten und eine Gruppe Lurker, was die bösen Monster in diesem Spiel sind. Unsere Helden werden dabei zeugen, wie sie das Heimatdorf unserer Helden überfallen und angreifen wollen. Wir werden zur rechten Zeit angreifen. Heldenhaft wie unsere zwei Freunde sind, ignorieren sie es und erkunden einfach die Insel weiter. Irgendwann kommen die beiden zu einem Bottich voll mit dunklem Eco und finden davor ein Precursor-Artefakt, welches gefährlich rot zu leuchten beginnt, sobald Jak es berührt. Leider werden sie kurz darauf von einem Lurker angegriffen, infolgedessen Daxter in das dunkle Eco fällt und in dieses Wiesel verwandelt wird. Was dieser den Umständen entsprechend gelassen aufnimmt. Zurück im Sanddorf gehen die beiden sofort zu Samus dem Weißen, in der Hoffnung, dieser kann Daxter zurückverwandeln, worauf dieser sagt, LOL, da sein Wissen über dunkles Eco begrenzt ist. Einzig ein Charakter namens Gol, der sein Leben mit der Erforschung des dunklen Ecos befasst hat, sei eventuell dazu in der Lage. Leider hat er gerade keinen Kontakt zu ihm, weshalb man die mühselige Reise zu Fuß antreten muss. Unterstützt wird die Truppe dabei von der schönen Kira, der Tochter von Samus, und zack, haben wir die gesamte Geschichte von Jak und Daxter zusammengefasst. Geh und finde den einen Typen, der sein Leben mit der Erforschung der dunklen Macht gewidmet hat und komm nicht um dabei. Und dreimal dürft ihr raten, ob dieser Gol während der Erforschung verrückt geworden ist. Extra Punkte gibt es, wenn ihr ratet, um wen es sich handelt. Als Kind war es trotzdem ein Schock für mich. Ja, ich war nicht der Hellste. Abseits von dieser Hauptquest gibt es noch viele kleinere Nebenquests, die wir angehen müssen, weil wir sonst nicht genügend Energiezellen haben, um in spätere Bereiche zu kommen. Das Spiel ist nämlich lose in Hubwelten und Level eingeteilt. Die Hubwelt ist dabei die jeweilige Hütte der insgesamt 4 Eco-Weißen mit etwas Umgebung dazu, wie dem Sanddorf oder einem Vulkan und einem Pfad, welcher durch irgendetwas unpassierbar ist. Um jetzt dieses Hindernis aus dem Weg zu räumen, braucht die gute Kira Energiezellen, um die jeweilige Maschine anzutreiben. Energiezellen wiederum findet man dabei entweder frei in der Welt herumliegen oder man bekommt sie als Questbelohnung von Dorfbewohnern, indem wir beispielsweise für sie Kühe in ein Gehege bringen oder ein Wettrennen für sie gewinnen, damit sie ihren Wetteinsatz zurückbekommen. Oder in einen einfachen Fällen, indem wir ihnen 90 Stück von diesen fliegenden Eiern, im Spiel Precursor Orbs genannt, geben. Im Grunde ist das Spiel also ein Collector von wie Banjo und Kazooie.
sammle Orbs, die überall herumliegen, aber aus irgendeinem Grund super wertvoll sind, sammle Energiezellen, um weiterzukommen und sammle 7 Spezialdinge in jedem Level. In diesem Fall sind es Spähfliegen, welche in roten Kisten zu finden sind und uns mit einer zusätzlichen Energiezelle beglücken. Das Ding, das macht es alles fantastisch. Nicht nur macht es unglaublich viel Spaß zuzuschlagen, Roundhouse-Kicks zu verteilen und mit voller Kraft nach unten zu schlagen, es ist auch super animiert. Das Charaktermodell verformt sich mit jedem Angriff, wodurch Schläge noch mehr Punch kriegen und das ständige Festklammern von Dexter am Jack bewirkt, dass jede Bewegung dynamischer wirkt. Darüber hinaus sind die Charaktere unglaublich erinnerungswürdig, wie diese verrückte Vogeldame, für die wir dieses Ei von der Klippe werfen müssen, wovon sie sagt: Ich habe unten etwas Heu hingelegt, um es aufzufangen. Tut eine alte. Ach, egal. Vorsichtig. Ganz ruhig jetzt. Gut gemacht. Dick und doof, die versuchen uns die Existenz eines riesigen Diamanten zu verschleiern, der direkt vor unserer Nase ist. Ein unbezahlbarer Edelstein. Oder mein persönlicher Liebling, dieser Seebär, der uns sein Boot gibt, was wir benötigen, um wieder auf die Insel vom Intro zu kommen. Außer wir sind so schlau und schwimmen dahin. Jesus! Okay, nicht schwimmen. Dabei wurde von Naughty Dog mit einfachen Designregeln gearbeitet. So besitzen alle freundlichen Dorfbewohner diese langen, spitzen Ohren und die bösen Gegner ausnahmslos einen Unterbiss. Dadurch wird dem Spieler unbewusst auf den ersten Blick klargemacht, ob die Person gut oder böse ist. Der Jack selber spricht dabei bis auf diverse und kein Wort über die ganze Spielzeit. Jeglicher Dialog mit anderen Charakteren findet nur über Dexter statt. Dies haben die Entwickler gemacht, damit man sich als Spieler leichter mit Jack identifizieren kann. Sie hatten Angst, dass wenn Jack einen dummen Witz reißt, die Spieler ihre Rolle als Jack ablehnen. Bezündet ein Witz von Dexter nicht, ist das aber kein Problem. Immerhin ist er ja sowieso die Witzfigur im ganzen Spiel und man spielt ihn ja auch nicht. Das Spiel bietet aber auch viel Abwechslung über die gesamte Spielzeit. So können wir beim ollen Klabautermann ein Fischerei-Minispiel spielen, mit dem Hammerbike sowohl Lurker belästigen als auch Wettrennen gegen sie machen, damit diese, sollten sie gewinnen, nicht einen ganzen Pass in die Luft sprengen. Es gibt ein Schießen-Minispiel, Akrobatik, Passagen, in denen wir mit dem Küken, welches aus dem Ei geschlüpft ist, über Abgründe gleiten, Rutschpassagen, wo wir mit dunklen Eco-Kisten ausweichen müssen, Kampfpassagen, in denen wir mit rotem Eco aufgepowert hunderte von Lurkern Jünglinge massakrieren. Sowie Passagen in völliger Dunkelheit, sofern wir nicht regelmäßig gegen Steine treten, die uns für eine begrenzte Zeit Licht geben. Brr. Verdammt seien diese Passagen. Immer den Druck zu haben, oh nein, das Licht geht jeden Moment aus und ich sehe dann den Abgrund nicht mehr. Ich muss aber warten, weil die Plattform nicht da ist, wo ich sie brauche. Dazu noch die Spinnen, die ihre Eier unter meine Haut legen und mich von innen her auffressen. Oh. Leute, ich sag euch, das Spinnenlevel ruiniert das ganze Spiel. Schaut euch einfach nur diesen Bereich an, wo immer mehr von ihnen kommen. So viele Spinnen, geht weg! Okay, zurück zu den positiven Punkten. Du willst sagen, wie gut das Spiel ist. Auch bei den Umgebungen ist alles vorhanden, was das Herz begeht. Schöner Strand und Dschungellevel zu Beginn des Spiels gehen über zu Unterwasser- und Moorlevel. Man klettert auf eisige Gipfel, man geht in tiefe Höhlen hinab und überall hat man eine Weitsicht und kann bekannte Elemente aus anderen Leveln erkennen. Wie zum Beispiel sieht man von der ersten Hub-Insel sowohl die Nebelinsel, wo alles angefangen hat, einen seltsamen Turm, den man im Dschungel erklimmt, und auch die Tutorial-Insel, auf der man die Steuerung erklärt bekommt. Storytechnisch ist das Spiel aber die ganze Zeit eher flach. Überall, wo wir ankommen, herrscht Chaos und die Lurker wüten durch die Lande. Der jeweilige Weise des Ecos ist entführt worden. Einzig, je weiter man kommt, desto mehr Ausgrabungen von Precursor-Artefakten finden wir, darunter auch ein riesiger Roboter. Zudem versuchen die Lurker immer deutlicher an große Vorkommen von dunklem Eco zu kommen. Es geht sogar so weit, dass sie einen eigenen Gegnertyp etablieren, die auf einem Rambock sitzen und versuchen, Eiszähne kaputt zu machen, bis wir kommen und mit ihnen einmal selber Rambock spielen. Zwar gibt es diverse Plotpunkte wie eine aufflammende Anziehungskraft zwischen Jack und Kira und es wird auch immer klarer, was die Lurker suchen. Der erwähnte Roboter in der Höhle ist nämlich auch gleichzeitig der letzte Boss, den wir bezwingen, weshalb ich mich frage, warum man den Roboter nicht schon dort in die Luft gejagt hat. Oder zumindest jemanden davon berichtet hat. Hey, das ist ein großer Roboter. Ach, was dagegen. Insgesamt hat das Spiel nur rund 30 Minuten an Cutscenes. In den meisten davon macht irgendjemand, meist Dexter, aber einen dummen Spruch, der das Ganze auflockert und dem Spiel einen komödiantischen Anstrich verpasst. Meine Lieblingsszene ist diese hier. Und wie heißt ihr? Ich bin Dexter. Das Jack gehört zu mir.
So sammelt man über das Spiel hinweg immer mehr Energiezellen, bis man am Ende dank Kiras finaler Verbesserung des Hitzeschilds vom Zoomer durch den Lava Canyon fährt und den Teleport im Labor des gelben Weißen aktiviert, welcher aus irgendeinem Grund nicht gesehen hat, dass Gol eine riesige Festung vor seiner Tür baut. Hey Gol, altes Haus, was machst du denn dort drinnen mit all den bösen Lurkern? Nichts, worüber du dir den Kopf zerbrechen musst, denn es wird eine Überraschung. Eine Überraschung, die zum Sterben schön ist. Und jetzt steigt in diesen Käfig. Als dieser dann aktiviert ist, kommt aber nur Kira durch diesen und erzählt, dass während man damit beschäftigt war, nicht in die Lava zu fallen, auch noch Samus entführt wurde. Man geht jedoch nach der Cutscene 10 Meter in Gol und Mayas Zitadelle hinein und sieht ihn sogleich. Okay. Man befreit nun nacheinander alle Weisen, indem wir durch die einzelnen Areale der Zitadelle, welche alle unsere erlernten Fähigkeiten testen, durchspringen. Die Weißen versuchen anschließend mit ihren Kräften den Schutzschild des Roboters zu zerstören, sodass wir irgendetwas machen, damit Gol und Maya ihn nicht einsetzen können. Ohne Scherz. Genau das sagen sie. Ja, für den Anfang schon ganz gut. Und wenn ihr diesen Schild geöffnet habt, was macht ihr dann mit dem Roboter? Gar nichts, Dexter. Wir müssen nur das Schutzschild offen halten. Dann liegt es an euch beiden hier, den Roboter zu zerstören. Aber, oh Schreck, wir kommen zu spät. Denn nun können Gol und Maya die dunklen Eco-Speicher mit Hilfe des Roboters und dessen Energiestrahlen und Bomben öffnen und hetzen dabei Monster auf uns, während wir mit gelbem Echo versuchen, ihren Roboter zu zerstören. Hat man gegen den Roboter lange genug gekämpft und ist dabei nicht in die Luft gesprengt worden, ist die dunkle Eco-Kammer fast komplett offen. Aber just in diesem Moment kombinieren sich die Kräfte vom gelben, roten, blauen und grünen Echo zu weißem Echo. Dieses hätte womöglich die Kraft, Dexter aus seiner jetzigen Form zurückzuverwandeln. Aber damit könnte man auch den Roboter aufhalten. Muschelig bleiben oder die Welt retten. Natürlich sehen das auch unsere Gegensacher. In einer Verzweiflungstat wollen Gol und Maya nun den kompletten Turm springen, aber wir springen im letzten Moment in einen dieser erscheinenden Eco-Blobs hinein, kanalisieren das weiße Echo und BOOM! Gol und Maya fallen in das dunkle Echo und sterben. Und man klopft uns dabei auf die Schulter. Alle preisen, wie gut die Arbeit war, die wir gemacht haben, und es kommt fast zu einem Kuss, den Dexter zuvor aber unterbrechen muss. Danke, Dexter. Und für alle Crash-Fans wurde darüber hinaus noch ein eigener dummer Tanz eingebaut. War man so gründlich und hat alle 100 Energiezellen gesammelt, bekommt man darüber hinaus noch einen kleinen Teaser für Jack 2, der zugegebenermaßen als 100% Bonus ziemlich lahm ist, und Credits. Das Spiel ist einfach großartig. Auch heute noch kann man es gut herunterspielen. Die einzelnen Fassadstücke greifen gut ineinander und ich hatte wie jedes Mal, wenn ich das Spiel spiele, einen Heidenspaß, welcher mich auch heute noch an unbeschwerte Kindheitstage von früher erinnert. Zwar sind die Levels aus heutiger Sicht etwas klein, aber trotzdem fühlen sie sich irgendwie groß an. Speziell am Anfang, wo das Sanddorf, der Strand und der Dschungel eigentlich nahtlos ineinander greifen. Das Voice Design und die Synchronisierung aus heutiger Sicht okay. Man merkt zwar deutlich, wie weit Computerspiele auch in diesem Bezug gekommen sind, wenn man Aufnahmen wie diese hier hört. Scheinbar führt das Präcursor-Bauwerk vor der Küste zu einer verlorenen Unterwasserstadt. Aber wirklich gestört hat es mich wiederum auch nicht. Es war super für die damalige Zeit und Totalaussetzer wie bei Metal Gear Solid oder PlayStation 1. Ja, er ist aktuelle Technologie. Sie können ihn in Bereichen mit starker harmonischer Resonanz nicht benutzen. Also Vorsicht! Kann ich mich auch auf der PlayStation 2 gar nicht erinnern. Ich kann das Spiel jedem Fan von Jump'n'Runs und Collector-Fonts auch heute noch sehr empfehlen. Inzwischen gibt es ein paar Ports und Remaster für die verschiedenen Konsolen, je nach Plattform mal mehr oder weniger gut. Oder es gibt auch, falls ihr wie ich noch originale Disc habt, das Open Gold Projekt, welches die PS2-Daten nimmt, diese rekompilieren und für moderne PC-Hardware anpasst und aufwertet. Dazu liefert das Projekt auch Modding-Möglichkeiten für neue Texturen und Custom Levels, mit denen ich mich aber noch nicht beschäftigt habe. Der erste Teil ist damit komplett spielbar und so habe ich auch alle Aufnahmen für dieses Video hier erstellt. Einzig ein paar grafische Bugs müsst ihr in Kauf nehmen. Denn es kann vorkommen, dass Overlay-Bilder wie bei der Umlenkung des blauen Eco-Strahls entweder in der Mitte einen Spalt haben oder wie beim Zoomen durch die First-Person-Kamera links und rechts abgeschnitten sind. Bleibt einzig allein noch übrig zu schauen, was es aus der Entwicklungszeit am Ende doch nicht ins fertige Spiel geschafft hat. Wo musste der Rotstift angesetzt werden? Oder wo musste man von seiner ursprünglichen Idee abweichen? Einige davon sind heute durch diverse Überreste in den Spieldateien oder durch frühere Prototypen und Trailer heute erhalten geblieben. Und durch Seiten wie The Cutting Room Floor sind diese gut aufbereitet. Unter anderem gibt es Textbausteine, die auf gelöschte oder nie implementierte bzw. abgeänderte Missionen hinweisen. Besonders interessant finde ich hierbei die Mission "Finde den roten Eco-Schalter". Denn im fertigen Spiel gibt es solche Schalter einzig allein für das blaue Eco im Dschungel und das gelbe Eco in den schneebedeckten Gipfeln.
Rotes Echo, welches unsere Angriffskraft erhöht, hat keinen solchen Schalter. Unklar ist auch, wo er sich befunden hätte. Meine persönliche Schätzung ist es, er wäre in der Unterwasserstadt gewesen. Aber auch nur, weil die Gebiete um das Felsdorf keinen Schalter haben und das Precursor-Becken nur mit dem Zoomer durchquert werden kann und man so keinen Schalter aktivieren kann. Eventuell war es der Schalter, der das dunkle Echo am Ende des Levels ansteigen lässt, aber das ist nur eine Theorie. A Game Theory. Ebenfalls vermute ich, die Entwickler haben sich dagegen entschieden, weil rotes Echo oftmals im Spiel verwendet wird, um Gegnermassen zu vereinfachen und sie hatten Sorge, die Spieler würden frustriert werden, wenn sie in diese Bereiche ohne Boosts kommen. Ebenfalls wäre die Zeit zwischen Aktivieren des Schalters und dem ersten solchen Vent, wenn ich recht hätte, relativ groß gewesen. Wodurch es wahrscheinlich wäre, dass Spieler, wenn sie zum ersten Vent kommen, keine Ahnung mehr haben, wo sie diesen aktiviert haben oder sie hätten zu diesem Zeitpunkt den Schalter nicht mehr gefunden. Darüber hinaus wird rotes Echo im Vergleich zu den anderen Varianten auch relativ selten verwendet, sodass sie gedacht haben, ach komm, alle roten Vents sind von Anfang an offen. Vermutlich interessanter als solche Spekulationen sind aber eine Reihe von Musikstücken, die keinen Einsatz finden. Hier ein kurzer Überblick, um wo sie eingesetzt werden sollten. Es ist sogar noch eine ganze Cutscene namens Evil Brom ist die Ente im Schnitt zum Opfer gefallen. Höchstwahrscheinlich wäre sie abgespielt worden, wenn man die Nebelinsel durchquert hat und man mit dem Speedboat wieder Richtung Sandorf gefahren wäre. Die Cutscene wurde inzwischen dank dem YouTuber Lumina Light so gut es geht wiederhergestellt und wäre so abgelaufen. Those two could prove to be trouble. Don't worry, dear brother. I'll dispatch my lurker army to deal with them. Just make sure they don't get too close to our northern operations. I doubt they'll get that far, but if they do, a surprise will be waiting for them in Rock Village. So, you're going to let Claw out of his cage? I think it's worth a risk. Indeed. Wie man sieht, wäre hier der Angriff auf das Steindorf angedeutet worden. Ich schätze aber, die Entwickler wollten das Chaos dort noch geheim halten. Zumal wir zuvor noch nicht wirklich irgendwelche Verwüstungen gesehen haben. Apropos Angriff. Claw, dieser Typ hier, der das Steindorf mit Stein bewirft, durchmachte auch eine Änderung, die etwas ungewöhnlich ist. Denn in der originalen 1.0er Version, welche in den USA erschien, hatte dieser noch 4 Finger, welche aber aus irgendeinem Grund für die internationale und alle nachfolgenden Versionen in den USA auf 3 Fingern reduziert wurde. Über den Grund dieser Änderung kann man heute aber nur spekulieren. Weitere Änderungen, die heute noch bekannt sind, sind relativ klein und unter anderem im Bereich der Grafik zu finden. So haben sowohl die blauen Echo-Plattformen und die Precursor Orbs ein leicht anderes Design. Ebenfalls war die Farbe der Flamme, welche der Schleimlurker spuckt, ursprünglich rot und die Pflanzen in Summers Hütte entsprang 1:1 Crash Bandicoot 2. Letzteres könnte aber auch nur ein Platzhaltermodell sein. Man hat sich ja mit Universal nicht gerade im Guten getrennt. Daneben gibt es im fertigen Spiel im Haus von unserem Onkel Bilder der Spielwelt, welche in frühen Versionen noch irgendwelche unbekannten Orten zeigen. Darüber hinaus sind mir noch ein paar Ungereimtheiten aufgefallen, welche auf abgeänderte Pläne hindeuten. Denn wenn ich es so im Rückblick betrachte, fällt mir der Weg in die Unterwasserstadt auf, wo man offensichtlich relativ spät vom ursprünglichen Plan leicht abgewichen ist. So sagt Kira: Wenn ihr bis zum Korallenriff schwimmt, glaube ich, lassen euch die Lurker-Haie in Ruhe. Die mögen kein flaches Wasser. Geht man allerdings ans Ufer des Dorfzentrums, dann findet man einen Weg vor, wodurch Schwimmen nutzlos wird. Ich würde wetten, hier hat man kurz vor Release gemerkt, oh shit! Die Leute gehen nicht in die Unterwasserstadt. Die Spieletester gehen nicht wie erwartet schwimmen, nicht nach... weshalb sie den Weg als Flickwerk eingefügt haben. Ich vermute auch, dass die Hütte vom Game Weißen noch etwas glamourös hätte sein sollen. Aber das ist alles egal. Jak and Daxter ist ein spieltechnisches Meisterwerk. Es tut zwar in der Seele weh zu lesen, dass die Entwickler Probleme hatten und so einigen Frust erfahren haben, aber Naughty Dog hat mit Jak and Daxter das Spielprinzip vorangegangener Jump'n'Runs genommen und der PlayStation 2 neues Meisterwerk gegeben.
Was sie aber nicht gewusst haben, ist, dass ein anderer Entwickler ungefähr zur gleichen Zeit ebenfalls ein Spiel veröffentlichen wird, welches die Art, wie Computerspiele gemacht werden, bis heute maßgeblich verändern wird und auch Jak and Daxter in Zukunft noch beeinflussen wird. Aber das ist eine Geschichte für einen anderen Tag. Meine Landratten.